im Formenbau. Normalerweise darf man da ja nicht reinschauen. Ich darf das heute und das mache ich jetzt mal. Hallo Manfred. Hallo. Ich wollte mal fragen, wie wird eigentlich so eine Form hergestellt, aus der dann später so ein LKW entsteht? Ja, so eine Form, die wird durch Fräsen, durch Schleifen, durch Erodieren, Drahtschneiden hergestellt. Das ist doch ein einfach ganz normaler Stahl, oder? Wo das rausgefräst wird. Ganz normaler Stahl ist es nicht. Es ist schon ein besonderer Stahl, der sich härten lässt, der sich polieren lässt. Aber das ist doch ziemlich schwer zu bearbeiten. Also wenn ich überlege, so einen Stahl zu schmürgeln oder zu schleifen, da brauche ich ja ewig für. Wie kriegt ihr da diese Form rein? Ja, die Form, die kriegen wir dann, wie gesagt, durchs Fräsen, in Seefräsen, durch Elektroden, also durch Kupferelektroden, durchs Erodieren. Oder aber wie hier, durch Drahtschneiden, kriegen wir die Form in Stahl. Wie funktioniert das? Durch die ganze Maschine läuft der Messingdraht und es werden Programme erstellt, die dann Startpunkt, Endpunkt haben und schneiden dann praktisch den Stahl ab. Das heißt, dann haben wir jetzt ein abgeschnittenes Stück Stahl und das wird dann weiterverarbeitet zur Form. Genau. Wir brauchen 2 Hälften, damit das alles wieder zusammenpasst. Da haben wir 2 Hälften geschnitten und die werden dann per Hand noch einmal exakt zusammengepasst und dann kommen die Konturen mit Elektroden oder mit Fräsen. Und die ganzen Konstruktionsdaten kommen, wie der Name schon sagt, aus der Konstruktion? Aus unserer Konstruktion. Und wie da jetzt eine Form draus wird, das können wir uns auch noch mal angucken. Können wir mal. Das ist jetzt so eine typische Form. Das ist eine typische Spritzgussform. Wie schwer ist sowas? Ja, die hat so um die 90 Kilo. Aha, okay. Und das ist ja jetzt dieser massive Stahl. Und wie kommen jetzt da diese ganz feinen Konturen rein? Diese feinen Konturen werden durch Elektroden erstellt. Die werden zuerst entsägfräst, programmiert, entsägfräst und dann erodiert. Das heißt, der Strom frisst quasi den Stahl raus an der Stelle. Richtig. Ja. Die Elektrode ist im Dielektrikumbad und brennt praktisch die Kontur in den Stahl rein. Und da könnt ihr wirklich diese ganzen kleinen, feinen Konturen nachbilden. Kleine Rippen, kleine Löcher, Freiflächenkonturen, können wir alles nachbilden. Und wie ist das? Gibt es eine besondere Herausforderung für Bauteile, die durchsichtig sind? Ja, es gibt eine besondere Herausforderung, das ist die Hochglanzpolitur. Das heißt? Das heißt, die Kontur wird genauso erodiert mit Elektroden. Die Oberfläche ist rau und muss dann poliert werden. Also die ganzen Erosionsporen, wie so kleine Stromeinschläge, die Blecher, und das muss herauspoliert werden. Mit Polierfeilen, mit Schleifpapier und zum Schluss mit Diamantpaste. Also richtig von Hand oder macht Richtig, das eine Maschine? Richtig, ja. Teils. Also das ist noch so richtig Handarbeit. Gehört dazu. Jetzt sehe ich schon hier, ist ein Aufkleber drauf. Also da sieht man jetzt nicht, was das für ein Bauteil ist. Und sonst beim Tag auf der Tür dürfen wir hier nicht reinschauen. Nein. Warum ist das so geheim gehalten bei euch? Die Geheimhaltungsvorschriften, es ist so, wir haben Modelle, die sind noch nicht auf dem Markt. Also auch in der offiziellen Autoindustrie läuft es noch geheim. Und auch wir müssen alles geheim halten. Jede Zeichnung, jeder Einsatz muss geheim gehalten werden. Das heißt, das geübte Auge, was hier durchginge, könnte anhand der Form schon erkennen, was da bei Audi, VW, Volkswagen auf dem Markt käme. Zum Teil ja. Wie werden denn diese Elektroden hergestellt? Die Elektroden werden genauso zuerst einmal konstruiert, dann müssen sie programmiert werden und dann werden sie auf der NC-Maschine gefräst. Mhm. Kannst du mal angucken? So, und jetzt wird das Ganze gefräst? Ja, hier sieht man den Hartmetallfräser, der mit Wassermittel gekühlt und geschmiert wird. Warum muss man das noch schmieren? Die Standzeit vom Fräser hält länger oder ist länger und zum Kühlen, damit sich das Material auch nicht auszieht, das Kupfer, damit wir unsere Maße gut halten können. Und das ist ja jetzt so eine Elektrode. Wie viel braucht man davon für so ein Modell? Ja, das ist unterschiedlich. Ich sag mal so im Durchschnitt zwischen 30 und 50, teilweise sogar bis 70 Elektroden oder mehr. Für ein ganzes Modell? Nur für Einzelteile. Für ein ganzes Modell brauchen wir wesentlich mehr. Und wie lange braucht ihr, um so eine Elektrode fertig zu bekommen?
Ja, das kann von ein paar Minuten bis zu Stunden dauern. Gibt es eigentlich ein Lieblingsmodell von dir, was du gemacht hast bei einer Form? Also meine Lieblingsformen oder Modelle sind eigentlich die Karosserien. Die Herausforderung, das alles gradfrei herzustellen, dann natürlich die Hochglanzpolitur. Und wenn man dann das fertige Produkt sieht, das ist immer schön anzuschauen und klasse, wenn man das selber gemacht hat. Und von hier aus, wenn ihr dann die Form fertig habt, wo geht die dann hin? Direkt zum Formbau, direkt zur Spritzerei? Von hier aus geht es direkt in die Spritzerei. Was macht ihr denn mit den Formen, wenn dann das Modell fertig ist? Wenn es abgespritzt ist und ausgeliefert ist, wird das dann eingeschmolzen oder? Nein, alle Formen werden bei uns im Formenlager aufgehoben. Also die werden gelagert, damit man wieder später darauf zurückgreifen kann, wenn man neue Aufträge von dem Modell kriegt. Gut, dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt mal in die Spritzerei. Gut.